Herzlich willkommen zum zweiten Video auf unserem YouTube-Kanal Bernhards. Zuerst wollte ich mich schon mal bedanken für all die Leute, die schon unseren YouTube-Kanal abonniert haben. Wir haben jetzt, glaube ich, in nicht einmal einer Woche schon über 100 Abonnenten gekriegt. Und das hat mich natürlich mega gefreut, dass euch auch ein bisschen interessiert, was wir so machen. Abgesehen von unseren Plänen, was wir im nächsten Jahr so vornehmen, haben wir ja eben auch noch sonst ein bisschen etwas aus unserem Leben zeigen. Und darum habe ich eine Umfrage gemacht auf Instagram und euch gefragt, was euch denn so von uns interessiert. Die meistgestellte Frage war, ob wir eine Roomtour machen würden von unserer Wohnung. Und darum fangen wir jetzt gerade mal mit dem an. Aber bevor wir euch da einen Einblick in unsere Wohnung geben, wollte ich sagen, dass wir aktuell in einem Loft leben. Und das Loft, das nutzen wir nicht nur privat, sondern eben auch geschäftlich. Und wir wollten euch nicht irgendwie alles zeigen, einfach das, was euch auch interessieren könnte. Ja, und dann fangen wir jetzt mal mit der Roomtour an. Yes. Also den Anfang machen wir jetzt glaube ich mal mit unserer Stube. Das ist auch das, was ihr bis jetzt glaube ich, am meisten gesehen habt, auch über Instagram oder im ersten YouTube-Video. Ich finde das Highlight so von dieser Wohnung eigentlich die Wand. Das finde ich wirklich das Coolste an dem Loft. Und darum habe ich das auch letztes Mal noch als Hintergrund genutzt für eben das erste Video, das wir gemacht haben. Dann haben wir jetzt hier drauf ein Bild, das der Marcel gemalt hat. Ich glaube, das sehen noch recht viele bei uns in der Wohnung. Überall sind Bilder von ihm verteilt. Das ist das Lässige, Fluch und Segen, wenn man ein Künstler zusammen ist. Dann ist einfach jede Wand so tapeziert. Aber zum Glück eben auch mit schönen Bildern. Dann haben wir da sonst eigentlich halt einfach noch Fernseher drauf. Und die Gesteller, die wir da unten dran sehen, das eine haben wir schon in unserer ersten Wohnung drin gehabt. Das ist noch ein Gestell, das wir im Fly gekauft haben. Und das nebendran haben wir von der Mama von Marcel geschenkt gekriegt. Und das Coole ist, die passen wirklich perfekt zusammen. Darum haben wir jetzt das gerade mal so als Long Sideboard kombiniert. Dann ist hier Bea auf unserem Teppich am Chillen, den wir auch online einmal bestellt haben. Genauso wie auch die Tischchen. Die sind roségold, weil ich etwas Passendes gesucht habe zu unseren Lampen. Die grössten Lampen von denen, die haben wir auch in unserer ersten Wohnung schon gehabt. Das ist, glaube ich, eines der teuersten Sachen, die ich mir gekauft habe. Aber die kleineren nebendran sind dann zwei Lampen aus dem Depot, glaube ich. Die waren ein bisschen günstiger und die haben wir jetzt kombiniert mit dieser Tom Dixon Lampe. Und mein Lieblingsmöbelstück ist das Sofa. Das haben wir in der Nikis Möbelhalle bestellt. Und ich bin mega froh, dort mein Mann da nicht so geschissen, wenn ich ein rosa-rotes Sofa kaufen will. Weil ich finde, das passt super gut hier rein. Und letzte Woche habe ich eben gerade noch die Wand hier hinten noch gestrichen in dunkelgrau. Ich finde, das harmoniert auch ein bisschen besser mit dem rosa-roten Sofa als das Gelb, das wir zuerst einmal hatten. Aber wir haben vorher einmal unser Schlafzimmer hier drin gehabt. Also das Coole ist, am Loft, es ist ein Raum, man kann es so immer wieder umstellen. Und jetzt haben wir einfach mal unsere Stube im Schlafzimmer. Als nächstes machen wir jetzt gerade mal mit unserem Badzimmer weiter. Das ist nämlich bei uns in der Wohnung auch offen. Also man sieht zum Beispiel aus der Badwanne auf fast jeden Teil von unserer Wohnung. Das ist eine freistehende Badwanne, genau so haben wir eben auch eine offene Dusche.
wo halt eben auch bei uns mit in der Wohnung ist. Dann haben wir hier unsere Brünneli. Marcel seins und meins, das ist schön getrennt. Unten dran hat noch ein Kasten mit all unserem Krimskrams drin. Und ja, viel mehr zu erzählen gibt es hier eigentlich nicht. Wir haben das jetzt eigentlich hier noch so ein bisschen dekoriert mit Marcel seiner Amerika-Fahne. Da könnte es auch anders sein. Und eine Lichterkette oben dran. Und jetzt haben wir seit neuestem hier mal unseren Sekretär hergestellt mit allen Kunstsachen von Marcel, was er so braucht zum Malen. Und Sepp ist auch weiter noch unten in der Schublade ein bisschen etwas verteilt. Und die Lampe haben wir aus Conforama. Habe ich eigentlich auch schon so anders herstellen. Marcel gefällt es aber am besten auf dem Sekretär. Dann haben wir hier gerade unser WC hinter dieser Tür. Das ist eben der einzige Raum mit einer Tür. Da haben wir jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk von Marcel aufgehängt. Das habe ich ihm letztes Jahr einmal geschenkt. Das ist aus so einem französischen Medizinbuch. Und da hat der Marcel auch ein bisschen gestrichen. Das war nämlich vorher auch einfach alles gelb gewesen. Wenn wir jetzt die Oberhälfte vom WC grün gestrichen und der Marcel hat sich da mit dem Lettering noch ein bisschen austoben. Dann ist das noch ein Teil vom Hochzeitsgeschenk, das wir gekriegt haben. Und weil er hier eben mit Gold gemalt hat, haben wir gleich noch ein paar goldige Sachen dazu nehmen. So wie das Bild hier von Marilyn Manson mit dem goldigen Rahmen. Und da unten dran haben wir dann einfach noch so einen Zeitungsständer. Genau so wie eben die 3 Spiegel, die ich von meinem Großonkel übernehmen durfte. Da haben wir überall wieder so ein paar kleine Möbel oder Deko-Sachen, die wir von ihm gekriegt haben. Und ja, gehen wir gerade mal weiter in die Küche. Da wären wir jetzt eben in unserer Küche. Das ist jetzt eigentlich der Teil von der Wohnung, wo mir ehrlich gesagt am wenigsten gefällt. Der Grund dafür ist jetzt zum Beispiel die rote Wand, ist jetzt weniger meine Frau, aber da habe ich jetzt nicht den Aufwand nehmen, um das auch neu zu streichen. Aber sonst ist eben eigentlich noch das Coole, finde ich auch das Gestell, dass die Gläser alle offen sind. Da haben wir jetzt zum Beispiel eben auch die Tassen, die ich hier im Laden verkaufe, von Design Letters. Genauso wie auch die Espresso-Tasse, die finde ich immer cool, weil man sie gleichzeitig auch als Adventskranz brauchen kann. Und so haben sie halt gleich noch Verwendung im Rest des Jahres. Und ja, dann haben wir hier eigentlich noch das Gestell ein bisschen umgestaltet. Das war eigentlich auch einfach noch ein Teil der Küche, wo wir jetzt noch das Brett rundherum haben, dass es wie so eine Insel ist bei uns in der Küche. Und ich glaube, so das Lieblingsteil von Marcel ist der Kühlschrank, weil es halt auch ein bisschen amerikanischer Flair hat. Da haben wir überall, wenn wir in der Ferien waren, einmal im Urban Outfitters, haben wir so Fotos miteinander gemacht. Oder auch sonst halt einmal so kleine Erinnerungen und Tickets hier an den Kühlschrank dran tun. Plus hat der Marcel in der Ferien auch immer die Magnete gesammelt. Die haben jetzt hier auch Platz gefunden auf dem Kühlschrank. Und dann haben wir jetzt daneben gerade noch unseren Esstisch. Den haben wir auch mal im Fly gekauft, zusammen mit den Stühlen. Haben wir schon seit unserer ersten Wohnung. Darum war es, glaube ich, eine gute Investition. Ich finde, das passt auch super rein. Und darunter ist noch so ein Kuhfellteppich aus Ikea. Und da dann eben nebendran die Bar von Marcel. Das ist jetzt auch eine Kommode, die wir von meinem Großonkel eben übernehmen durften. Und darauf ist so ein bisschen Whisky und sonst Alkoholsammlung von uns. Ist hier hinten dran sind auch wieder 2 Bilder von Marcel und eine Giga-Lithografie, die wir vom Bein auslehnen durften. Und da jetzt die Bilder von Marcel sind jetzt hier eingerahmt worden vom Krameri. Sieht man vielleicht auch, dass da ein bisschen ein spezielleres Glas ist bei denen. Jetzt hier im Atelier von Marcel und in seinem Büro.
Da hat er jetzt eben seit neuestem noch seine Staffelei, die er von einem Kollegen übernehmen konnte. Bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen dankbar, weil ja, die Wand sieht man, ist auch schon ein bisschen vermalt worden. Sonst hat er einmal einfach auf dem Boden gemalt, also ist es sicher auch ein bisschen rückenschonender. So. Da eben hat es noch einen Haufen Bilder, wo wir leider bis jetzt keinen Platz haben, um das alles aufzuhängen. Vielleicht gibt es dann einmal in Zukunft eine kleine Vernissage oder eine Ausstellung, wo der Marcel dann seine Bilder vielleicht auch mal verkaufen möchte. Und dann gerade neben dem Atelier ist dann Marcel seine Sportecke. Da muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, die Sprossenwand hat der Marcel mitten in der Nacht einfach einmal bestellt, ohne mir etwas Bescheid zu sagen. Und als ich am Morgen mit der BE laufen gegangen bin, ist dann unten vor dem Eingang ein riesiges Päckchen gestanden, das an uns adressiert war. Habe ich das aufgeschleppt und der Marcel gefragt, was er da eigentlich mal bestellt hat. Jetzt hat er einfach eine Sprossenwand bestellt. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Sprossenwand und einen Basketballkorb und nebendran noch einen Boxsack, den der Marcel auch etwa einmal braucht. Und dann ist nebendran gerade noch unser Schlafzimmer. Das ist eben auch alles offen, aber ich finde, für uns zwei passt es wirklich super. Da haben wir jetzt ein IKEA-Bett drin und auch IKEA-Nachttischli. Hinten dran an der Wand hängt auch wieder das Bild von Marcel. Die Wand haben wir jetzt auch gleich grün gestrichen wie unser WC. Dann ist die Lampe, die oben dran hängt, ist, aus dem Conforama, glaube ich. Die habe ich mal von Marcel geschenkt gekriegt. Und ja, da nebendran ist noch eine Leiter, wo der Großvater von Marcel gebraucht hat. Der war Maler und jetzt haben wir die Leiter auch übernehmen. Nebendran auch wieder eine Ikea-Kommode mit dem Fernseher drauf. Man muss wissen, bei uns läuft eigentlich immer ein Fernseher oder ein Radio oder irgendetwas. Darum haben wir auch im Schlafzimmer eben noch einen Fernseher. Und da nebendran habe ich noch ein Schminktischchen, das ist auch aus dem Ikea. Der Stuhl da dazu ist aus dem Livik. Und ja, da ist mein ganzes Make-up-Heiligtum drinnen verstaut in dem Tischchen. Da mache ich jeden Morgen separat. Und auch die Lampen nebendran sind noch aus dem Ikea. Ja, ich glaube, das wäre es jetzt so ziemlich mit unserer Wohnungstour. Viel mehr gibt es da jetzt nicht mehr zu erzählen oder zu zeigen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und ja, ihr schaut auch unser nächstes Video wieder. Und wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like geben oder unser Video kommentieren. Und sonst abonnieren gerne noch unseren Kanal, falls ihr das nicht schon gemacht habt.